Guten Morgen, Frau Krüger. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mich bei Ihnen vorzustellen. Guten Morgen, Herr Brandt. Sehr gern. Bitte setzen Sie sich. Beginnen wir doch ganz klassisch. Können Sie mir etwas ausführlicher über Ihren beruflichen Werdegang erzählen? Ja, natürlich. Mein Name ist Tobias Brandt und ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Während meines Studiums wurde ein besonderer Fokus auf die Verbindung von technischen und wirtschaftlichen Prozessen gelegt. Nach meinem Abschluss war ich 3 Jahre in einem internationalen Unternehmen tätig, wo ich im Bereich Prozessoptimierung gearbeitet habe. Dort wurden Abläufe analysiert und kontinuierlich verbessert, um Effizienzsteigerungen zu erreichen. Das klingt sehr interessant. Was genau meinen Sie mit Prozessoptimierung? Können Sie das näher erklären? Ja, gern. Prozessoptimierung bedeutet, dass bestehende Arbeitsabläufe überprüft und verbessert werden. Zum Beispiel wurde analysiert, wie lange bestimmte Produktionsschritte dauern und wo Verzögerungen entstehen. Anschließend wurden Maßnahmen entwickelt, um diese Prozesse effizienter zu gestalten. Aha, verstehe. Können Sie ein konkretes Beispiel geben, bei dem eine solche Optimierung erfolgreich umgesetzt wurde? Ja, selbstverständlich. In einem Projekt wurde festgestellt, dass es zu häufigen Verzögerungen in der Kommunikation zwischen 2 Abteilungen kam. Daraufhin wurde ein digitales System eingeführt, das den Informationsfluss verbessert hat. Dadurch konnte die Bearbeitungszeit um etwa 20% reduziert werden. Oh, das ist ein deutliches Ergebnis. Warum ist Ihrer Meinung nach gerade Kommunikation so ein kritischer Faktor? Weil viele Probleme nicht durch mangelnde Kompetenz entstehen, sondern durch unklare oder verspätete Kommunikation. Wenn Informationen nicht rechtzeitig weitergegeben werden, können Entscheidungen nicht effizient getroffen werden. Das führt oft zu unnötigen Verzögerungen. Das ist ein wichtiger Punkt. Was bedeutet eigentlich Effizienzsteigerung in diesem Zusammenhang? Effizienzsteigerung bedeutet, dass mit weniger Aufwand ein besseres Ergebnis erzielt wird. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass weniger Zeit benötigt wird oder weniger Ressourcen eingesetzt werden müssen. Sehr gut erklärt. Nun würde mich interessieren, warum Sie sich entschieden haben, sich bei unserem Unternehmen zu bewerben. Ihr Unternehmen ist bekannt dafür, innovative Lösungen im Bereich nachhaltiger Technologien zu entwickeln. Besonders angesprochen hat mich, dass nicht nur kurzfristige Gewinne angestrebt werden, sondern langfristige Strategien verfolgt werden. Außerdem wurde mir von Kollegen berichtet, dass hier eine sehr strukturierte Arbeitsweise gepflegt wird. Warum ist Ihnen eine strukturierte Arbeitsweise so wichtig? Eine strukturierte Arbeitsweise sorgt dafür, dass Aufgaben klar definiert sind und Prioritäten gesetzt werden können. Dadurch wird vermieden, dass Zeit verloren geht oder Fehler entstehen. Außerdem erleichtert es die Zusammenarbeit im Team. Das klingt logisch. Wenn wir über Teamarbeit sprechen, was verstehen Sie persönlich unter Teamfähigkeit? Teamfähigkeit bedeutet für mich, dass man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen und gleichzeitig die Perspektiven anderer zu berücksichtigen. Es geht nicht nur darum, die eigenen Ziele zu erreichen, sondern gemeinsam ein Ergebnis zu erzielen. Können Sie ein Beispiel nennen, bei dem Ihre Teamfähigkeit besonders gefragt war? Ja, gern. In einem Projekt gab es unterschiedliche Meinungen darüber, wie ein Problem gelöst werden sollte. Einige Kollegen wollten eine schnelle Lösung, während andere mehr Wert auf Qualität gelegt haben. Ich habe dann vorgeschlagen, beide Ansätze zu kombinieren, indem zunächst eine kurzfristige Lösung umgesetzt wurde und parallel eine langfristige Verbesserung entwickelt wurde. Ah, das ist eine sehr pragmatische Lösung. Was bedeutet eigentlich pragmatisch? Pragmatisch bedeutet, dass man sich auf praktische und umsetzbare Lösungen konzentriert, anstatt nur theoretisch zu denken. Sehr gut. Nun würde ich gern eine etwas kritischere Frage stellen. Was würden Sie als Ihre größte Schwäche bezeichnen? Eine meiner Schwächen ist, dass ich manchmal dazu neige, Aufgaben zu detailliert zu analysieren. Das kann dazu führen, dass Entscheidungen verzögert werden. Allerdings habe ich gelernt, klare Prioritäten zu setzen und mich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aha. Warum ist es wichtig, diese Schwäche zu erkennen? Weil nur durch Selbstreflexion eine Verbesserung möglich ist. Wenn man sich seiner Schwächen nicht bewusst ist, kann man sie auch nicht gezielt verbessern. Sehr interessante Antwort.
Stellen Sie sich bitte folgende Situation vor. Ein Projekt steht unter großem Zeitdruck und es treten unerwartete Probleme auf. Wie würden Sie reagieren? In einer solchen Situation ist es wichtig, ruhig zu bleiben und die Situation strukturiert zu analysieren. Zunächst würde ich die Probleme priorisieren, um herauszufinden, welche am dringendsten gelöst werden müssen. Danach würde ich das Team einbeziehen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Es sollte auch geprüft werden, ob zusätzliche Ressourcen eingesetzt werden können. Wie können Sie diese Antwort etwas ausführlicher formulieren, so wie in einer Prüfung? Ja, gern. Wenn ein Projekt unter Zeitdruck steht und unerwartete Probleme auftreten, sollte zunächst eine klare Analyse der Situation durchgeführt werden. Es ist wichtig, die wichtigsten Probleme zu identifizieren und zu priorisieren. Anschließend sollte das Team einbezogen werden, um verschiedene Lösungsansätze zu diskutieren. Dabei ist es entscheidend, offen für Vorschläge zu sein und flexibel zu reagieren. Außerdem sollte geprüft werden, ob zusätzliche Ressourcen oder Unterstützung benötigt werden. Eine klare Kommunikation ist in dieser Phase besonders wichtig, damit alle Beteiligten über den aktuellen Stand informiert sind. Ziel ist es, das Projekt trotz der Schwierigkeiten erfolgreich abzuschließen. Wow, das war sehr überzeugend. Genau solche Antworten werden oft erwartet. Oh, eine weitere Frage. Was bedeutet für Sie Verantwortung übernehmen? Verantwortung übernehmen bedeutet, für die eigenen Aufgaben und Entscheidungen inzustehen. Es bedeutet auch, Fehler zu akzeptieren und daraus zu lernen, anstatt die Schuld auf andere zu schieben. Das ist stimmig. Wenn Sie jetzt einem Freund erklären müssten, wie man sich optimal auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitet, was würden Sie sagen? Zunächst sollte man sich intensiv über das Unternehmen informieren. Es ist wichtig zu wissen, welche Werte vertreten werden und welche Ziele verfolgt werden. Danach sollte man typische Fragen üben und eigene Antworten bereitstellen. Außerdem empfehle ich, konkrete Beispiele aus der eigenen Erfahrung zu überlegen, um die Antworten glaubwürdiger zu machen. Schließlich sollte auch auf das Auftreten geachtet werden, da der erste Eindruck oft entscheidend ist. Aha. Und wie kann eine Antwort besonders überzeugend strukturiert werden? Eine überzeugende Antwort sollte klar aufgebaut sein. Zuerst wird die Situation beschrieben, dann die eigene Handlung und schließlich das Ergebnis. Dadurch wird die Antwort nachvollziehbar und strukturiert. Sehr gut, Herr Brandt. Lassen Sie uns das Gespräch etwas vertiefen. Mich würde interessieren, wie Sie mit Konflikten im Arbeitsumfeld umgehen. Können Sie dazu etwas sagen? Ja, gern, Frau Krüger. Konflikte lassen sich im beruflichen Alltag kaum vermeiden, besonders wenn unterschiedliche Interessen oder Perspektiven aufeinandertreffen. Meiner Meinung nach ist es wichtig, Konflikte nicht zu ignorieren, sondern aktiv und konstruktiv anzugehen. Dabei sollte zunächst versucht werden, die Ursachen des Konflikts zu verstehen. Was genau meinen Sie mit Ursachen verstehen? Damit meine ich, dass nicht nur das offensichtliche Problem betrachtet werden sollte, sondern auch die Hintergründe. Oft entstehen Konflikte durch Missverständnisse, unklare Kommunikation oder unterschiedliche Erwartungen. Wenn diese Ursachen erkannt werden, kann eine nachhaltige Lösung entwickelt werden. Aha, das ist ein wichtiger Punkt. Können Sie ein konkretes Beispiel aus Ihrer Erfahrung nennen? Ja, selbstverständlich. In einem Projekt gab es einmal einen Konflikt zwischen zwei Kollegen, weil Aufgaben nicht klar verteilt waren. Beide gingen davon aus, dass der andere verantwortlich ist. Dadurch kam es zu Verzögerungen. Ich habe dann vorgeschlagen, die Aufgaben schriftlich festzuhalten und klare Zuständigkeiten zu definieren. Danach hat sich die Situation deutlich verbessert. Oh, das zeigt, wie wichtig Struktur ist. Was bedeutet eigentlich Zuständigkeit? Zuständigkeit bedeutet, dass klar festgelegt wird, wer für eine bestimmte Aufgabe verantwortlich ist. Dadurch wird verhindert, dass Aufgaben vergessen oder doppelt erledigt werden. Sehr gut erklärt. Nun würde ich gern über Stresssituationen sprechen. Wie gehen Sie mit hohem Arbeitsdruck um? In stressigen Situationen ist es wichtig, einen klaren Überblick zu behalten. Ich versuche, meine Aufgaben zu priorisieren und mich auf die wichtigsten Punkte zu konzentrieren. Außerdem hilft es mir, kurze Pausen einzulegen, um die Konzentration aufrechtzuerhalten. Warum ist Priorisierung in solchen Situationen so entscheidend? Weil nicht alle Aufgaben gleich wichtig sind. Wenn man versucht, alles gleichzeitig zu erledigen, verliert man schnell den Überblick.
Durch Priorisierung wird sichergestellt, dass die wichtigsten Aufgaben zuerst erledigt werden. Mhm, das klingt sehr strukturiert. Stellen Sie sich vor, Sie müssen mehrere Projekte gleichzeitig betreuen. Wie organisieren Sie sich? In diesem Fall würde ich zunächst alle Aufgaben erfassen und nach Dringlichkeit sowie Bedeutung ordnen. Anschließend würde ein Zeitplan erstellt werden, in dem klare Deadlines festgelegt sind. Es ist auch wichtig, regelmäßig den Fortschritt zu überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen. Können Sie das bitte etwas ausführlicher erklären, so wie in einer Prüfungssituation? Ja, gern. Wenn mehrere Projekte gleichzeitig betreut werden müssen, ist eine gute Organisation entscheidend. Zunächst sollten alle Aufgaben gesammelt und analysiert werden. Danach werden sie nach Priorität geordnet, wobei sowohl die Dringlichkeit als auch die Bedeutung berücksichtigt werden. Anschließend wird ein realistischer Zeitplan erstellt, der klare Deadlines enthält. Während der Umsetzung ist es wichtig, den Fortschritt regelmäßig zu kontrollieren und flexibel auf Veränderungen zu reagieren. Außerdem sollte eine klare Kommunikation mit allen Beteiligten stattfinden, um Missverständnisse zu vermeiden. Ziel ist es, alle Projekte effizient und erfolgreich abzuschließen. Wow, das war sehr strukturiert. Genau solche Antworten werden häufig erwartet. Nun eine etwas sensiblere Frage. Welche Gehaltsvorstellungen haben Sie? Basierend auf meiner Qualifikation und meiner bisherigen Erfahrung stelle ich mir ein Jahresgehalt im Bereich von 55.000 bis 60.000 Euro vor. Allerdings bin ich offen für Verhandlungen, insbesondere wenn zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten geboten werden. Aha, warum haben Sie sich für diese Gehaltsspanne entschieden? Ich habe mich über branchenübliche Gehälter informiert und meine Erfahrung sowie meine Qualifikationen berücksichtigt. Außerdem halte ich es für wichtig, realistische Erwartungen zu haben und gleichzeitig seinen eigenen Wert zu kennen. Sehr reflektiert. Was bedeutet eigentlich branchenüblich? Branchenüblich bedeutet, dass sich etwas an den Standards einer bestimmten Branche orientiert. In diesem Fall geht es um das durchschnittliche Gehalt in einem bestimmten Berufsfeld. Sehr gut. Risital, lassen Sie uns noch über Ihre langfristigen Ziele sprechen. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? In 5 Jahren sehe ich mich in einer Position mit mehr Verantwortung, idealerweise im Bereich Projektleitung. Ich möchte meine Fähigkeiten weiterentwickeln und größere Projekte übernehmen. Außerdem ist es mir wichtig, aktiv zur Weiterentwicklung des Unternehmens beizutragen, Warum ist Ihnen diese Entwicklung so wichtig? weil ich mich kontinuierlich verbessern möchte. Stillstand bedeutet oft Rückschritt, besonders in einer schnell verändernden Arbeitswelt. Deshalb ist es wichtig, neue Herausforderungen anzunehmen. Mhm. Das ist eine sehr professionelle Einstellung. Stellen Sie sich vor, Sie müssten jemandem erklären, wie man auf die Frage, wo sehen Sie sich in 5 Jahren, gut antwortet. Was würden Sie sagen? Ich würde sagen, dass die Antwort realistisch und gleichzeitig ambitioniert sein sollte. Es ist wichtig zu zeigen, dass man Ziele hat, aber auch flexibel bleibt. Außerdem sollte die Antwort zum Unternehmen passen und zeigen, dass man langfristig interessiert ist. Aha. Können Sie ein Beispiel für eine gute Antwort geben? Ja, gern. Eine mögliche Antwort wäre: In 5 Jahren möchte ich meine fachlichen Kompetenzen weiter ausgebaut haben und mehr Verantwortung übernehmen. Ich sehe mich in einer Position, in der ich eigenständig Projekte leite und aktiv zur Weiterentwicklung des Unternehmens beitrage. Gleichzeitig möchte ich mich kontinuierlich weiterbilden, um den steigenden Anforderungen gerecht zu werden. Oh, das ist sehr überzeugend. Nun habe ich noch eine letzte Frage. Was motiviert Sie persönlich bei der Arbeit? Mich motiviert vor allem die Möglichkeit, Probleme zu lösen und sichtbare Ergebnisse zu erzielen. Es ist für mich sehr erfüllend, wenn ein Projekt erfolgreich abgeschlossen wird und man sieht, dass die eigene Arbeit einen positiven Einfluss hat. Sehr gut, Herr Brandt. Das Gespräch war wirklich sehr angenehm und aufschlussreich. Haben Sie noch Fragen an uns? Ja, ich hätte noch eine Frage zur Unternehmenskultur. Wie wird bei Ihnen die Zusammenarbeit im Team gefördert? Die Zusammenarbeit wird durch regelmäßige Meetings, Feedbackgespräche und gemeinsame Projekte gestärkt. Außerdem wird großer Wert auf offene Kommunikation gelegt. Das klingt sehr positiv. Vielen Dank für die ausführlichen Informationen, Frau Krüger. Ich danke Ihnen, Herr Brandt. Wir werden uns in den nächsten Tagen bei Ihnen melden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Ihnen ebenfalls. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Brandt.